Diesen alten Pflanzkübel würdest du wahrscheinlich irgendwann wegwerfen. Dabei kann genau daraus einer der schönsten Hingucker in deinem Garten werden. Ganz ohne Gartenteich, ohne Pumpe, ohne Filter und ohne dass dafür irgendwann ein Bagger durch dein Blumenbeet fahren muss. Ein wasserdichter Topf, ein paar passende Pflanzen und etwas Wasser reichen schon für einen kleinen Wassergarten auf Terrasse, Balkon oder mitten im Beet. Aber 3 Dinge entscheiden darüber, ob daraus wirklich ein kleiner Traumteich wird oder nach 2 Wochen eine grüne Suppenschüssel. Der Standort, die richtige Wassertiefe und die Pflanzen. Und einen 4. Punkt solltest du auf keinen Fall vergessen, wenn auch Insekten und andere kleine Gartenbewohner etwas von deinem neuen Wassergarten haben sollen. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie es richtig geht. Fangen wir mit dem Topf an. Grundsätzlich eignet sich fast jedes Gefäß, das dauerhaft Wasser halten kann. Ein alter Keramiktopf, ein großer Pflanzkübel, eine Zinkwanne, ein halbes Fass oder ein dekorativer Kübel, der seit Jahren in irgendeiner Gartenecke herumsteht und auf seine zweite Karriere wartet. Ideal ist ein Gefäß mit ungefähr 40 bis 50 Zentimetern Durchmesser oder mehr. Denn je größer die Wassermenge, desto stabiler bleibt die Temperatur. Ein winziger Topf mit 10 Litern Wasser kann sich an einem heißen Sommertag ziemlich schnell aufheizen. Dann haben wir irgendwann weniger Miniteich und mehr Gemüsebrühe. Ganz wichtig, das Gefäß muss absolut wasserdicht sein. Hat dein alter Pflanzkübel ein Abflussloch, muss es sicher verschlossen werden. Bei einem schönen alten Topf, dem du nicht mehr 100%ig vertraust, kannst du auch einfach einen wasserdichten Einsatz hineinstellen. So bleibt außen der schöne Kübel und innen bleibt das Wasser dort, wo es hingehört. Bevor jetzt auch nur 1 Liter Wasser in den Kübel kommt, suchst du den endgültigen Standort aus. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn 50 oder 60 Liter Wasser plus Topf, Steine und Pflanzen lassen sich später ungefähr so elegant verschieben wie ein schlafendes Nilpferd. Für viele Mini-Wassergärten sind ungefähr 4 bis 6 Stunden Sonne am Tag ein guter Richtwert. Morgensonne ist ideal. Auch ein heller Platz im Halbschatten kann sehr gut funktionieren. Was kleine Wassermengen weniger mögen, ist ganztägige, pralle Sommersonne. Das Wasser kann sich stark erwärmen und Algen haben dann leichtes Spiel. Möchtest du eine Zwergseerose einsetzen, darf es ruhig etwas sonniger sein, denn Seerosen mögen Licht. Dann solltest du aber gerade an sehr heißen Tagen Temperatur und Wasserstand im Blick behalten. Damit haben wir bereits den ersten der 3 Punkte gelöst. Nicht einfach dort aufstellen, wo gerade Platz ist. Der Standort entscheidet mit. Ein typischer Fehler bei Mini-Teichen ist, alle Pflanzen einfach auf den Boden des Kübels zu stellen. Denn Wasserpflanzen wollen nicht alle gleich tief stehen. Deshalb bauen wir jetzt verschiedene Ebenen. Dafür eignen sich zum Beispiel saubere Ziegelsteine, umgedrehte Tontöpfe oder stabile Natursteine. Eine Pflanze steht später höher, eine andere etwas tiefer und ganz unten bleibt ein Bereich mit tieferem Wasser. Unter der Wasseroberfläche entsteht damit praktisch ein kleines Mehrfamilienhaus. Erdgeschoss, 1. Stock und Penthouse. Nur die Miete ist deutlich angenehmer. Bevor die Pflanzen einziehen, noch ein wichtiger Punkt. Normale Blumenerde gehört nicht einfach in den Miniteich. Sie enthält häufig sehr viele Nährstoffe. Und wenn diese ins Wasser gelangen, freut sich darüber nicht nur die Pflanze. Vor allem die Algen feiern plötzlich Gartenparty. Am einfachsten verwendest du Wasserpflanzen in Pflanzkörben mit geeignetem Teichsubstrat. Oben kannst du eine dünne Schicht gewaschenen Kies auflegen, das hält das Substrat besser im Korb und sieht außerdem sauber aus. Jetzt steht unser Kübel. Die verschiedenen Wassertiefen sind vorbereitet. Und jetzt kommt der Teil, durch den aus einem Topf tatsächlich ein kleiner Garten wird. Die Pflanzen. Dabei brauchst du gar nicht viele. 3 oder 4 richtig ausgewählte Pflanzen wirken meistens schöner als ein Kübel, in dem jede Pflanze um einen freien Zentimeter kämpfen muss. Wenn dein Kübel groß und tief genug ist, darf eine kleine Seerose einziehen. Aber bitte nicht irgendeine große Teichseerose. Viele normale Sorten brauchen viel mehr Platz. Achte deshalb ausdrücklich auf eine kompakte Zwerg- oder Mini-Seerose. Botanisch gehören Seerosen zur Gattung Nymphaea. Ihre runden Blätter schwimmen auf der Wasseroberfläche und geben einem Miniteich sofort diesen typischen Teichcharakter. Gleichzeitig beschatten die Blätter einen Teil des Wassers. Wie tief der Pflanzkorb stehen soll, hängt von der Sorte ab. Deshalb beim Kauf immer auf die angegebene Pflanztiefe achten. Für den flacheren Bereich eignet sich das Sumpfvergissmein nicht. Botanisch heißt es Myosotis scorpioides. Kleinen hellblauen Blüten wirken wunderbar natürlich. Es liebt feuchte bis nasse Standorte
und eignet sich hervorragend für einen flachen Bereich am Rand. Zusammen mit den großen Blättern einer Seerose entsteht ein besonders schöner Kontrast. Und plötzlich sieht der alte Kübel nicht mehr nach Sperrmüll aus. Wer etwas mehr Farbe möchte, kann Blut Weiderich verwenden. Botanisch Lythrum salicaria. Seine rosa bis violetten Blütenstände sind auffällig und werden gerne von Insekten besucht. Für einen kleinen Kübel solltest du möglichst eine kompakte Variante wählen und die Pflanze bei Bedarf zurückschneiden. Denn normaler Blutweiderich kann im Garten ziemlich stattlich werden. Er gehört in den flachen Randbereich. Noch eine schöne Möglichkeit ist Wasserminze. Botanisch Mentha aquatica. Sie besitzt aromatisch duftende Blätter und rosa bis lilafarbene Blüten. Aber Minze hat bekanntlich ein kleines Problem. Sie weiß nicht immer, wann Schluss ist. Im Beet kann sie sich kräftig ausbreiten. Im Miniteich lässt sie sich im Pflanzkorb deutlich besser kontrollieren. Wenn sie übermütig wird, bekommt sie einfach einen Rückschnitt. Jetzt kann das Wasser hinein. Fülle es langsam ein, damit Teichsubstrat und Kies nicht sofort durch den ganzen Kübel wirbeln. Wenn du Regenwasser gesammelt hast, kannst du es sehr gut verwenden. Auch Leitungswasser ist grundsätzlich möglich. In den ersten Tagen kann das Wasser etwas trüb aussehen. Das bedeutet nicht, dass dein Miniteich misslungen ist. Das kleine Wassersystem braucht erst etwas Zeit, um sich einzupendeln. Bitte deshalb nicht bei jeder kleinen Trübung sofort das komplette Wasser austauschen. Verdunstetes Wasser wird später einfach regelmäßig ergänzt. Jetzt fehlt noch der 4. Punkt aus unserer Hook. Eine Ausstiegshilfe für Tiere. Lege zum Beispiel einen flachen Naturstein so hinein, dass er aus dem Wasser bis über den Rand reicht. Auch ein stabiler Ast oder ein geeignetes Stück unbehandeltes Holz kann funktionieren. So können kleine Tiere, die ins Wasser geraten, wieder herausklettern. Unser Miniteich soll schließlich ein Gartenrestaurant sein, keine Einbahnstraße. Auch Insekten profitieren von flachen Stellen oder Steinen an der Wasseroberfläche, auf denen sie sicher landen können. Bei stehendem Wasser kommt fast immer diese Frage: Züchte ich mir damit jetzt Mücken? Stechmücken können kleine Wasserstellen tatsächlich zur Eiablage nutzen. Deshalb solltest du den Kübel regelmäßig kontrollieren. Ein naturnah gestalteter Garten hilft außerdem dabei, natürliche Gegenspieler anzulocken. Wenn Mückenlarven wirklich zum Problem werden, gibt es auch biologische Möglichkeiten zur Bekämpfung. Wichtig ist aber, nicht wegen jeder kleinen Bewegung im Wasser gleich den gesamten Miniteich entleeren und bitte keine Goldfische hineinsetzen. So ein Kübel ist viel zu klein, um Fischen dauerhaft geeignete Bedingungen zu bieten. Unser kleiner Wassergarten funktioniert jetzt. Aber funktionieren und richtig gut aussehen sind noch 2 verschiedene Dinge. Jetzt kommt der Trick, mit dem der alte Kübel plötzlich deutlich hochwertiger wirkt. Stell den fertigen Miniteich nicht einfach allein mitten auf eine kahle Terrasse. Baue eine kleine Gartenszene darum, ein paar Farne, eine Funki, Ziergräser, ein Naturstein, vielleicht ein schönes Stück Holz. Wenn der Kübel teilweise von anderen Pflanzen eingerahmt wird, verschwindet optisch die harte Grenze zwischen Gefäß und Garten. Und genau dadurch sieht es plötzlich so aus, als wäre dieser kleine Wassergarten schon immer dort gewesen. Das ist einer dieser Gartentricks, bei denen Besucher irgendwann fragen: Wo hast du diesen kleinen Teich gekauft? Und du kannst völlig unschuldig antworten: Ach, den? Das war nur ein alter Topf. Viel Pflege braucht ein gut angelegter Mini-Wassergarten nicht. Im Sommer kontrollierst du regelmäßig den Wasserstand. An heißen Tagen kann überraschend viel Wasser verdunsten. Abgestorbene Blätter entfernst du, bevor sie sich vollständig im Wasser zersetzen. Zu stark wachsende Pflanzen werden zurückgeschnitten. Und ein bisschen Algenbelag ist noch lange keine Katastrophe. Wenn die Algen allerdings stark überhand nehmen, überprüfst du zuerst 3 Dinge. Steht der Kübel zu sonnig? Gelangen zu viele Nährstoffe ins Wasser? Oder fehlt Beschattung durch Pflanzen? Mit Dünger solltest du deshalb besonders sparsam umgehen. Denn überschüssige Nährstoffe landen schnell im Wasser. Und Algen sind bei einem kostenlosen Buffet erstaunlich zuverlässig. Und genau das macht diesen kleinen Wassergarten so besonders. Du brauchst keinen großen Teich, keinen Bagger, keine komplizierte Technik. Und auch keinen Garten, der aussieht wie die Parkanlage eines Schlosses. Schon eine kleine Wasserfläche verändert die Atmosphäre. Insekten können sie entdecken. Vögel vielleicht ebenfalls. Blüten spiegeln sich im Wasser. Zwischen den Blättern bewegt sich plötzlich Leben. Und du hast aus etwas, das eigentlich weg sollte, einen neuen Blickfang geschaffen.